Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, nachdem gestern wir gestreamt haben und alle Codes wieder funktionieren und ja, der Elevator überall wieder geöffnet hat, ja, konnte man wieder alles so wie vorher machen, einlösen und ja, wir hatten gestern auch gestreamt gehabt. Ich hatte die Etagen durchgeprescht, aber nicht zu weit. Auf W27 hatte ich nur bis Etage 200 gespielt gehabt. Das hat den Grund gehabt, ich glaube ab Etage 137 oder 139, ich glaube 139, da bekommt man das erste Mal alle 8 Belohnungen zusammen von den Höllenmarken her. Da hat man das erreicht. Ich habe mich aber noch ein bisschen höher gezockt hier, weil ich auch noch von den Etagenbelohnungen ein wenig profitieren wollte. Ansonsten wäre ich auf mein Battlemage noch höher gekommen, aber ich möchte lieber safe erstmal so die ja, täglichen 8 Belohnungen über die 10 Tage, wo jetzt der Elevator auch noch auf hat, ja, mir einheimsen, ohne ja, auf das Problem zu stoßen, was ich auf S31 hatte, dass ich da Unmengen an Pilz investieren muss. Auf W50 genau das gleiche. Hier hatte ich mich gestern bis 150 hochgezockt, wäre auch noch ein bisschen weitergekommen. Allerdings ja, ist es hier mir noch ein bisschen schwieriger als auf meinem Battlemage höher zu kommen in Elevator, weil mein Char natürlich dementsprechend noch lower ist vom Level her, und deswegen hoffe ich mal, dass ich jetzt auch hier über die 10 Etagen mit Startpunkt 130 jeden Tag hier meine 8 Belohnungen zusammen bekomme. Ne? Ansonsten ja, haben die Codes gestern kurz nach Start nicht funktioniert. Also so dort sah hell, ne, jetzt zum Beispiel die YouTuber-Codes. Aber kurze Zeit später konnte man das auf jeden Server ausprobieren. Oder konnte man das auf jeden Server ja, eingeben. Und falls ihr das noch nicht getan habt, dann könnt ihr das jetzt gerne, sehr gerne nachholen natürlich. Und es gibt auch noch einen weiteren Code, den es gestern im SF Official Stream ja, vergeben wurde an alle Leute so. Und ich weiß aber nicht, wie lange der einlösbar ist. Der ist, glaube ich, nur für eine kurze Zeit einlösbar, deswegen solltet ihr da eventuell schnell sein beim Eingeben, und zwar ist das der SF-Game Twitch 30k. Das ist ein Code, der funktioniert, bei mir nicht mehr, weil ich den gestern schon eingegeben habe. Ich kann euch aber mal zeigen, was das Ganze gibt. Das hatte ich hier ja, wie gesagt, gestern wurde mir das von meinem Chat im Livestream zugetragen. Der gibt 30 Lucky Coins, 30 Treibsanduhren und ein Epic. Das ist natürlich ganz nice, den könnt ihr euch sichern. Und ja, ich hatte mich dann auch noch gefragt gehabt, 30k, wollt ihr mich trollen hier, 30k Shrooms oder was, oder wie, ne? Oder warum 30k so, ne? Und dann ist mir erst eingefallen, ey, Twitch hat bestimmt die 30k auf die Follower auf Twitch geknackt, und das war auch so gewesen. Und deswegen da auch nochmal an der Stelle meinen herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ist natürlich auch ein sehr cooler Meilenstein, ne? Der nächsthöhere ist dann wahrscheinlich 40 und dann 50k. 50 ist schon, 50 muss man erstmal schon mal schaffen. Ne? Das ist schon ordentlicher Brocken auf jeden Fall. Ne? Ja, und deswegen, keine Ahnung, wie lange der aktiv ist, macht es lieber schnell, ne? Ich weiß nicht, deswegen, ja. Ansonsten an alle Leute, stimmt, das war gestern auch noch gewesen, an alle Leute, die auf dem neuen Backend schon spielen und meinen Code damals schon eingegeben haben, jetzt nach gestern war es mir tatsächlich nochmal möglich, meinen eigenen Code ein zweites Mal einzugeben und davon nochmal zu profitieren. Ja, das seht ihr anhand der Schlüsselkarten hier oben, dass ich noch ein paar über habe, und das kommt daher, weil ich meinen eigenen Code ein zweites Mal eingeben konnte. So. Das ist natürlich ein bisschen doof, ja, weil die auf dem neuen Backend dann halt eben davon zweimal profitieren. Allerdings, ja, ich meine, es sind ein paar Schlüsselkarten so, ne? Es waren, glaube ich, 100 Treibsanduhren und ein Trank gewesen. Also, ja, ich meine, ist okay. Gibt Schlimmeres, sag ich mal so, ne? Aber in letzter Zeit lief natürlich einiges drunter und drüber, was natürlich so auch nicht sein sollte. Und ja, ich hoffe mal, dass da in Zukunft das dann auch ein bisschen besser geregelt wird. Dementsprechend denn. Ne? Ansonsten ja, wurde ich gestern auch noch auf ja, einen Goldgruben-Bug anscheinend
aufmerksam, so live im Stream. Ja, der wohl, keine Ahnung, mein Chat sagte, der wohl visuellen Ursprungs her ist, weil das der Support mal geschrieben hatte. Allerdings, ja, das so vom Ding her nicht sein kann, weil ich halt eben in einer gewissen Zeit ein gewisses Vorkommen an Gold gehäuft habe durch die Goldgrube so, ne? Und da wurde mir dann halt eben nichts von gut geschrieben und da hatte ich dann gedacht, gut, ist vielleicht visuell so, ne? Und dann hatte ich heute Morgen dann nochmal geschaut gehabt und da war dann die Goldgrube, ne, nachdem man dann gepennt hatte, war dann logischerweise voll, hab die abgeholt, hatte fast 0 Gold und habe dann die 37 Millionen abgeholt und das war dann logischerweise kein visueller Bug mehr, wenn die Goldgrube schon seit langem voll ist, wenn man gepennt hat so, ne? Und da wurde mir von den 37 Millionen Gold einfach 0 Gold gut geschrieben. Also anscheinend gibt es immer noch weiterhin Fehler mit der Goldgrube, was natürlich ja eigentlich jetzt mittlerweile gar nicht mehr sein sollte. Ich habe keine Ahnung, wie man das Feature, ja, ich weiß nicht, wie man das Feature so, keine Ahnung, so problembehaftet werden lassen kann. So, ich weiß nicht, ob das von der Berechnung her so kompliziert ist oder so, ne? Aber also ja, vor allen Dingen bei der Goldgrube sind ja in der Vergangenheit auch immer wieder Fehler aufgetaucht. Und ja, gestern hat man es halt im Livestream, den Live-Beweis quasi so gesehen, weil ich es halt dann ja, logischerweise auf Video dann festgehalten habe. Ja, da muss man dann vielleicht nochmal dem Support Bescheid geben. Da werde ich denen das auch nochmal hinschicken und mal schauen, was sie denn dazu sagen. Ist aber, glaube ich, nur auf dem neuen Backend. Kann ich jetzt aber nicht ganz unterschreiben, ne? Ja, ansonsten hier auf Main ist es echt schwierig, an die täglichen Belohnungen zu bekommen. Auf W27 werde ich es jetzt einfach mal so testen, ne? Dass ich hier ohne großartiges Pilzen durchkomme, so, also dass hier jede Etage leicht fällt und da werde ich hier dann, ja, achso, Rucksack voll, lul. Achso, habe ich jetzt geskippt hier? Weiß ich nicht ganz genau. Ja, hier habe ich den Code auch gestern schon eingegeben, den habe ich auf allen meinen Charts jetzt soweit schon geused, also das ist auf jeden Fall ein ganz nice, ja, ganz nice to have. So, und dann schauen wir mal, dass wir hier Hauptsache unsere Belohnungen einsacken und dann werde ich hier an der Stelle auch dann stoppen auf dem Battle Mage und so werde ich es auf W50 dann auch machen. Da werden wir auch mal schauen, wie weit wir da noch kommen im Elevator, bevor wir da dann Schluss machen. So, da haben wir das und dann sollten wir hier nachher auch bald dann durch sein. Das Ding ist ja, man wird ja 20 Etagen jeden Tag zurückgesetzt, also es spielt schon ein bisschen so dagegen, sag ich mal, ne? Also man hat ein bisschen Puffer, aber diese 20 Etagen reichen halt alleine nicht aus, um die 9500 Höllenmarken jeden Tag voll zu machen. Und deswegen sollte man da schon vielleicht ein bisschen früher aufhören, ja, sich hier hoch zu pilzen. So, wir sind jetzt bei 227, ja, das heißt, morgen sind wir dann bei Etage 207. Ne, den Tag davor hatten wir bei 200 aufgehört, wurden auf 180 zurückgesetzt. Ne, mal schauen, also jeden Tag geht es dann hier auch dementsprechend wieder ein bisschen höher. Und ja, nachher am Ende der 10 Tage wird es dann halt hier auch kriminell auf dem Account. Und vor allen Dingen auf W50 wird es halt schwierig werden, weil ich halt hier noch, ja, noch weniger vorankomme als auf meinem Battle Mage. Also hier ist ja noch eher Feierabend auf dem Battle Mage, als auf dem Battle Mage, sage ich mal so, ne, weil halt eben dementsprechend meine Klasse noch nicht so weit ist, ne. Deswegen an alle Leute, die, also ich kann das voll nachvollziehen, so an alle Leute, die jetzt irgendwie frisch einen Server gestartet haben oder auf W56 oder so, dass den Hölle-Vader mitverfolgen, die können natürlich kaum die 8 Belohnungen jeden Tag einheimsen, weil sie halt eben frisch erstellte Chars haben und noch voll am Anfang des Games sind und dementsprechend vielleicht gar nicht auf dieses Stockwerk kommen, auf das wir hier so in den Videos oder Streams so gelangen, ne? Ja. So, und deswegen machen wir hier auch nämlich rechtzeitig Feierabend hier im Elevator, nachdem wir uns das Achievement oder beziehungsweise die Belohnung geholt haben, ne? Hier
habe ich glaube ich 60 Etagen jetzt gemacht. Ich glaube, wir hatten bei 130 gestartet. Ne? Ich glaube, bei 150 hatten wir Schluss gemacht und dann minus 20 Etagen. Ja, also mal schauen, wie das auch hier nachher zum Eventende aussieht, ne, ob wir da in Bredouille kommen oder nicht. Ich finde das selbst recht interessant, das mal so zu spielen. Wie gesagt, der einzige Nachteil ist, die Stockwerkbelohnungen, die einzelnen, die gehen euch halt eben flöten, weil ihr euch ja nicht so dermaßen hochpilzt. Ne? Dafür ist es halt deutlich pilzsparender und ja, ihr habt halt die Chance, wirklich jede Belohnung immer mitzunehmen, anstatt euch auf gut Glück vielleicht da gar nicht weiterzukommen oder so. Ne? Genau, so, ja, das auf jeden Fall dazu. Das wollte ich euch zeigen, sagen, präsentieren. Ne? Das sind die Informationen, die News momentan gerade. Und dann soll es das nämlich auch soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.